Zucken und wir haben einen Gast hier bei uns im Studio, Herr Professor Boris Bigalke. Er ist Kardiologe und Ernährungsexperte. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Sie haben vor kurzem ein neues Buch herausgebracht. Wir sehen es hier auch gleich mal auf dem Tisch, werden das Ganze gleich einblenden. Es heißt Unsterblich essen. Welchen Effekt haben denn zuckerhaltige Getränke auf den Körper? Ja gut, also letztendlich ist Zucker natürlich erstmal ein wichtiger Energielieferant und wichtig für Nerven und Gehirn. Aber natürlich macht immer die Dosis das Gift, sagte schon der Schweizer Arzt Paracelsus. Und wenn man das eben übertreibt und langfristig einnimmt, dann können da eben auch entsprechende gesundheitliche Erkrankungen erwachsen. Ne? Also in Schwellenländern wie Mexiko oder China hat man in den letzten 30 Jahren eben einen exorbitanten Anstieg an Zivilisationserkrankungen gesehen, die man vorher gar nicht kannte, wie Adipositas, also die Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Um genau das zu vermeiden, kenne ich viele, ja, oft sind es Kolleginnen, aber auch immer mehr Männer, die trinken dann eben Getränke, die Zero heißen, also Cola ganz Zero, ohne Zucker sind. Schuldig Ja. im Sinne der Anklage. Ich wollte den Namen jetzt nicht nennen, den Markennamen. Aber Zuckerersatzstoffe, können die auch schädlich sein? Weil die sagen, das ist doch gesund. Die machen zumindest nicht dick, ja, habe ich verstanden. Aber können die auch schädlich sein? Ja, die aktuelle evidenzbasierte Studienlage hat das jetzt sehr kritisch beleuchtet. Also zum Beispiel Erythritxylit, also der Birkenzucker, ne, dass die auch das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko erheblich steigern können, also zu Herzinfarkten, Schlaganfall und Thrombosen beitragen können. Sorbit, das sind noch bisher unveröffentlichte Daten. Aber auch das Aspartam, das hat sogar die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, letztes Jahr 2023 als möglicherweise krebserregend eingestuft. Also es sei durchaus Vorsicht geboten. Also Süßstoff, Zuckerersatzstoffe mindestens oder fast genauso schädliche wie also normaler Zucker. Gibt es denn gesunde Alternativen, gesunde Süßungsmittel? Es gibt zum Beispiel, vielleicht kennen das manche, diese Stevia, südamerikanische Pflanze, die man, und ich bin auch der Vertreter dafür, dass man gar nicht jetzt die Stoffe an sich als Nahrungsergänzungsmittel oder so in der Zuckerform nimmt, sondern vielleicht eben die natürliche Pflanze nimmt. Also kann man zum Beispiel in Baumärkten sich besorgen. Sie sind ja nicht nur Ernährungsexperte, Sie sind auch Jurist. Und deswegen, wir sprechen ja über eine Zuckersteuer, die da ja eigentlich staatlich geplant wird. Was halten Sie denn davon? Denn alles, was Sie sagen, entnehmen wir, das ist gesundheitsschädlich. Was bringt eine Zuckersteuer aus Ihrer Sicht, aus Ihrer juristischen Sicht auch? Ja, also es ist natürlich so, nach dem Artikel 20 Grundgesetz gibt es das Sozialstaatgebot. Und der Staat hat dann eine Schutzpflicht dem Grundrechtsträger gegenüber. Aber das haben auch schon viele Verfassungsrechtler auch argumentiert, es ist nicht so, dass das eingreifen darf in die persönliche Entscheidungsprozesse des einzelnen Bürgers, dermaßen, dass wir den Menschen verbieten können, gewisse Nahrungsmittel nicht mehr zu konsumieren oder nicht zu rauchen, nicht Alkohol zu konsumieren und sie zu zwingen, Sport zu betreiben. Also soweit, da gibt es dann schon noch Grenzen. Also ein Paternalismus oder eine Bevormundung des Staates halte ich für sehr ungünstig. Aber es gibt eine hohe Tabaksteuer zum Beispiel. Richtig, aber es gibt eben gewisse Lenkungssteuern, die sich aber auch als nicht effizient erwiesen haben. Zum Beispiel 2011 hat die Dänemark, unser Nachbarland, die Fettlenkungssteuer eingeführt und aber auch schon wieder 2013 abschaffen müssen, weil sie eben keine nennbaren gesundheitlich fördernden Effekte feststellen konnten. Und deswegen, also es ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Eher würde ich dafür plädieren, Nudges, also so Anstupser zu geben für ein gesundheitsbewusstes Verhalten und auch die Bildung Gesundheitsbildung zu verbessern in der Bevölkerung. Und Nudges, ja, da hat ja der Richard Saylor, das Nobelpreisträger 2017, auch dazu eine Veröffentlichung gemacht, die eben gezeigt hat, wie hilfreich so eine einfachen Maßnahmen sind, ohne Zwang, ohne Gesetze. Aber alles, was irgendwie Spaß macht, ist ungesund, ne? Ja, aber deswegen lieber positiv beeinflussen, ne? Das gesunde Essen und nicht das ungesunde bestrafen. Herzlichen Dank, Boris Bigalke. Bitte.